Einliegen. Du hast mir die Daten nochmal geschickt und ich kann sehen, du bist eine Projektorin. Also du bist ein Typ, der nach HDS nur 20% geboren wird. Deine Stärken sind es, zu lenken und zu leiten. Du kannst die Energien von anderen Menschen besonders gut scannen. Warum kannst du das? Was will das Leben? Du bist auf dieser Welt, um die Arbeitsmaschinen, also die Generatoren, die Kraft der anderen Menschen zu lenken und zu leiten. Wenn du in einem Betrieb arbeiten würdest und Personalmanagerin wärst, dann hättest du die Begabung, die Stärken und die Energien von anderen Menschen zu scannen und weißt genau, der kann das gut und du könntest es führen und lenken und leiten. Das ist das, was du sollst. Deine Seele möchte ein angenehmes Leben führen und dafür braucht es Geld. Jetzt ist das Problem, dass wir in einer Welt groß werden, wo man ja dominiert wird von Arbeitsmaschinen. Und du bist aus Vietnam nach Deutschland gekommen und ich denke, in Vietnam ist es so, aber auch in Deutschland, dass hier Disziplin und Fleiß zählt. Und ich kenne mich leider gar nicht so gut aus in asiatischen Ländern, aber ich denke, dass sie noch mehr arbeiten als Deutsche. Dabei bist du keine Arbeitsmaschine. Was heißt denn hier arbeiten? Arbeiten heißt körperlich arbeiten. Du bist nicht gemacht für eine körperliche Arbeit und auch nicht für eine ausdauernde Arbeit. Jetzt hast du ja 3 Kinder. Da würde das Human Design System sagen, das ist eigentlich schon viel zu viel. Und du brauchst dafür ausdauernde Kraft. Und wenn man ein Kind von 0 bis 18 bei sich zu Hause wohnen hat, immer wieder Essen machen muss und es erzieht, dann braucht man dafür ausdauernde Kraft. Und das Human Design sagt, Projektoren haben die nicht. So empfehle ich, wenn man also darüber nachzudenken, wie man es schaffen kann, all die Arbeit, die man macht und gar nicht machen möchte, zu lenken und zu leiten und zu delegieren. Jetzt habe ich ja am Ende von der Messe auch noch erfahren, dass du eigentlich ein Restaurant hast und auch noch dort selbst arbeitest. Also das ist eigentlich ein typisches Generatorenleben und kein Projektorenleben. Da sind deine Gefahrenstellen zu erkennen. Deine Gefahrenstellen sind nach HDS, dass du immer lieb bist, dass du Schwierigkeiten hast, in Konflikt zu gehen, dass du viel zu viel arbeitest und zwar für die Familie, für die Kinder, für die Familie in Vietnam, für den Ehemann, für die Gäste, für die Patienten, für die Klienten. Also ich habe ja dich ein bisschen beobachten können auf der Messe und man hat ja gesehen, dass du da wirklich viel zu tun hattest. So. Man hat natürlich auch gesehen, dass dir das viel Spaß gemacht hat, aber nach so einem Wochenende müsstest du ja eigentlich mal eine Woche wieder frei machen und das hast du ja ganz sicher nicht gemacht. Deine Gefahrenstelle ist, dass du zu sehr über die Probleme von anderen Menschen, fast von der ganzen Welt, nachdenkst. Auch das solltest du nicht tun. Was sollst du denn tun? Also, das, was das Human Design System sagt, ist, du darfst nicht initiieren. Das heißt, du solltest nie nicht wie wir das gelernt haben in der Schule, wir machen jetzt einen Plan, einen Businessplan und dann setzen wir das um. Sondern für dich wäre es gut, wenn du immer auf Einladungen wartest.
Wenn du Einladungen bekommst, dann bist du in der perfekten Position. Wie bekommt man Einladung? Einladung bekommt man, indem man für Aufmerksamkeit sorgt. Nun habe ich gesehen, dass du auf der Messe sehr gut für Aufmerksamkeit gesorgt hast. Du hast geleuchtet, du hast den Leuten deine Arbeit gezeigt, du hast viele kleine Wunder an dem Wochenende vollbracht. Die Leute waren begeistert von dir und kennen dich dort in der Region Flensburg-Nibel. Das ist perfekt. Nun kommen die Leute und haben ein nächstes Problem, eine Krankheit oder so. Und dann erinnern sie sich an dich. Und dann wirst du angerufen und genau dann bekommst du die Einladung zu helfen. Und weil du ja nicht so viel Energie hast, solltest du eben etwas teurer im Preis sein. Also so, wie sich das für dich gut anfühlt. Aber du kannst ja nach HDS, du hast ja gar nicht so viel Kraft, so viel zu arbeiten wie die Generatoren. Aber du möchtest ja auch Geld haben und deswegen ist es für dich eigentlich gut, Hochpreispolitik zu fahren. Du bist ein Mensch, der anderen Menschen dabei helfen kann, über ihre Grenzen hinaus zu gehen. Du selbst wirst aber auch immer wieder an Grenzen gebracht, die du dann auch überspringen musst. Du bist ein Mensch, der immer siegen möchte und Erster sein möchte. Und auch da muss man schauen, lohnt sich der Aufwand? Also wenn man nicht so viel Energie in sich hat, dann muss man ja auch überprüfen, sorgfältig, wo will ich Erster sein, wofür will ich kämpfen, was macht da Sinn? Und das wäre ja etwas, was Sinn macht, wenn es eben darum geht, dass du nicht ganz so viel körperlich arbeitest. Du hast in dir Durchhaltevermögen und ja, du kannst die Dinge sehr gut durchhalten, aber du stehst immer unter so einer innerlichen Anspannung und das, was ich dir da empfehlen möchte, ist, dass du immer wieder guckst, denke ich gerade über Sorgen nach von anderen Menschen, die mich eigentlich nichts angehen? Habe ich schon wieder zu schnell zu etwas Ja gesagt? Traue ich mich nicht in Konflikt zu gehen? Oder arbeite ich gerade schon wieder zu viel? Und am Ende immer wieder die Frage, mit der du sehr gut spüren kannst, was für dich richtig ist. Finde ich das gerade eigentlich einladend? Und wenn du diese Sachen immer wieder durchgehst und spürst, oh, hier mache ich das eigentlich nicht und hier mache ich etwas, was ich gar nicht möchte und hier mache ich zu viel und hier mache ich wieder etwas, was mich nichts angeht, dann wirst du kein angenehmes Leben haben und auch nicht sehr viel Geld verdienen und viel zu viel arbeiten. Das wären die Hausaufgaben vom HDS für dich. Überprüfe, was du einladend findest und tue nur die Dinge, die du einladend findest. Und was du nicht einladend findest, da sag auch mal Nein. Du bist jemand, der Kraft in sich hat, für Dinge zu kämpfen. Also du würdest ganz traurig sterben auf dem Sterbebett, wenn du in deinem Leben nicht sehr viel gekämpft hast. Also du könntest ich möchte dich dazu einladen, jetzt dafür zu kämpfen, dass du nicht mehr so viel körperlich arbeitest und nur die Dinge tust, die du einladend findest. Du solltest unbedingt, also Menschen sind dir wichtig, vor allem Menschen, mit denen du intim bist. Das ist gut für dich, du hast da die Begabung zu spüren, was bei einem anderen Menschen fehlt. Also du hast auf jeden Fall therapeutische Qualitäten hier, die du ja auch lebst. Du kannst Schwachstellen erkennen. Du brauchst die Nähe zum Menschen. Du kannst aber auch Menschen ein bisschen provozieren, damit sie aus sich herauskommen können. Was auch noch wichtig für dein Leben
ist, nach HDS, nach dem Human Design System, ist, du solltest immer spontan bleiben. Das bedeutet, wenn dein Terminkalender viel zu voll ist, kannst du nicht spontan sein. Und wenn du nicht spontan sein kannst, dann kommst du nicht an die richtigen Orte und Plätze, wo du vielleicht hin sollst und wo du wichtige Dinge erlebst oder besonders viel Geld verdienst oder besonders interessante Menschen kennenlernst. Also dein Leben, trau dich spontan zu sein im Hier und Jetzt, das wäre gut für dich und das kriegt man meistens hin, wenn man eben nicht so voll im Alltag verplant ist. Du bist ein Mensch, der außerdem auch scannen kann, was für ihn gut ist, indem man sich vorstellt, du bist ein Schlüssel und du suchst dein Schloss. Welcher Mann ist dein Schloss? Welches Hobby ist dein Schloss? Welche Arbeit ist dein Schloss? Welche Freunde? Wo passt dein Schlüssel rein? Wo geht die Tür auf und es wird hell? Wenn du zu viele Dinge tust, wo du genau weißt, das ist gar nicht mein Schlüssel, aber ich mache das mal, dann machst du die Dinge halbherzig und du weißt aus deiner Arbeit, wir müssen unser Herz öffnen, sonst können wir gar nicht richtig korrekt arbeiten. Also auch da kann man mal gucken, was finde ich einladend und was ist mein Schlüssel. Und all die Dinge, die du nicht einladend findest und wo du genau weißt, dein Schlüssel passt nicht, die solltest du versuchen in den nächsten Jahren, in der nächsten Zeit, Step by Step loszulassen und auch nicht mehr zu machen. Du machst sie nur, weil du zu viel arbeitest, dich dann nicht traust, in Konflikt zu gehen oder dir die Sorgen der Welt reinziehst. Und das sind ja die Sachen, die du nicht tun sollst.